Verkehr, langsamer Verkehr, Schleichverkehr, aber dafür weniger Tote. Wirklich. Okay, zwischendurch muss ich euch das mal zeigen. Also ganz ehrlich, und das ist in Hamburg, in Deutschland. Was ist das denn hier? Was für eine Bruchbude für deutsche Verhältnisse. Und wenn es dir zu bunt wird, gehst du zur Bierhütte. Jawohl. Und das Krasse ist, unter 800 € kriegst du sowas hier nicht. Für 800 € Schnäppchen. Brutal. Brutal. Und Baustellen gibt es hier auch noch, ganz viele in Hamburg. Das ist echt krass, Freunde. Ich finde es arschkalt hier. Das muss ich aber auch mal zugeben. Ich muss ein bisschen schneller laufen, damit es mir wärmer wird. Boah, der Wind ist richtig eisig. Ich brauche nächstes Mal schon eine Wintermütze. Es ist Ende September. Was geht ab? Boah. Aber was einen nicht umbringt, macht einen härter, oder? Das ist genau das, was ich brauche. Denn ja, so ein Lackalucci-Leben kann einen auch faul machen. Das ist die ehrliche Wahrheit. Nur Sonne, Strand, Meer, Palmen, Pool. Das kann faul machen, Leute. Ich bin noch nicht da, um als Rentner irgendwo nur zu chillen. Aber die Zeit kommt noch. Und jeder, der sozusagen rentnern kann, wünsche ich eine gute Zeit. Ja, meine Freunde, jetzt heute mal eine kleine Runde laufen. Und ja, wir sind ja in Hamburg. Und im Hintergrund, ihr habt es gesehen, auch das HSV-Stadion. Und auch hier im Hintergrund die Trainingsarea des HSV von den Profis. Und es wird fleißig trainiert, auch von der Jugend. Also richtig cool. Gibt es natürlich alles in der Türkei, auch ganz klar. Aber ich muss sagen, die Temperaturen lassen es natürlich zu, dass man ja, nicht so schnell ins Schwitzen kommt. Es hat natürlich auch seine Vorteile. Und ich merke auch, diese frische Luft, die ist anders. Die geht richtig tief in die Lunge rein. Also es ist schon krass. Es ist schon wieder anders. Ist alles anders hier in Deutschland, aber ist auch nicht alles schlecht. Und es ist auch nicht alles gut. Für dich absoluter Standard, wenn du in Deutschland, Schweiz oder Österreich auch lebst. Diese Grünflächen, ich habe sie in Alanya nicht gesehen. Ich werde auch nächstes Mal Cookie mitnehmen zum Laufen. Mal gucken, wie er sich so tut. Er wurde auch abtrainiert. Das ist natürlich echt ein Nachteil, wenn es so heiß ist, du keine schönen Laufstrecken hast. Ja, da blüht natürlich so ein Läuferherz, so ein Sportlerherz. Schein ist gerade mit seinen alten Jungs beim Fußballspielen. Da gehe ich auch gleich nochmal wahrscheinlich hin. Schau mir das an. Also das sind alles natürlich so Punkte, die für Deutschland sprechen. Natürlich, ich weiß, die sind nicht unbedingt überlebenswichtig. Aber jeder, der jetzt mal ein paar Jahre weg war von Deutschland, raus aus Europa, speziell aus Mitteleuropa, da siehst du sowas nicht. Ja, natürlich, auch in der Türkei gibt es Grünflächen, das ist doch ganz klar. Aber da waren wir nicht. Wir waren jetzt nicht vielleicht in Ankara, Trabzon oder Bursa, die Ecke da. Aber das ist schon cool. Hier vorne HSV-Stadion, ihr habt es gesehen.
Also es sind schon coole Locations, die es in Hamburg halt gibt. Hier nochmal ein paar andere Punkte, die es so in Alanya einfach nicht gibt. Du kannst hier einfach in den Park gehen, kannst hier dich frei bewegen und hast halt hier immer wieder die Möglichkeit, einfach an richtig geilen Locations, so wie der junge Mann hier, einfach kostenfrei hierher zu kommen. Absoluter Standard für den jungen Mann. Und kannst hier trainieren, dein Workout durchführen, was du willst. Also mega cool. Da schlägt auch das Fußballerherz, Sportlerherz wieder höher. Also das ist schon echt mega. Wetter aktuell spielt mit. Also wirklich auch gut. Und das ist wirklich, was es nicht in Alanya gibt. Habe ich einfach nicht gesehen. Es gibt freie Basketballplätze, es gibt freie Tennisplätze. Das ist schon ganz cool. Jetzt schauen wir mal nach oben. Das ist eine Riesenmaschine, Emirates, glaube ich. Abflug. Höchstwahrscheinlich nach Dubai. Oder auch hier direkt die nächste Station mit Hundeauslaufwiese. Also es ist schon wirklich ganz, ganz krass. Ist jetzt schon so ein bisschen dunkel geworden. Aber hier ist auch nochmal so ein provisorischer Fußballplatz. Den haben sie auch nochmal hergerichtet. Das sieht auch besser aus als vor knapp 4 Jahren. Ganz viele Jugendliche hier vorne von der Skaterbahn. Ja, also für die Aktivitätsmöglichkeiten ist hier gesorgt. Natürlich gibt es das auch in Alanya, aber es ist einfach anders. Es ist ein anderes Niveau und ja, ist irgendwie einfach deutsch hier. Mega krass. Und da startet schon die nächste Maschine. Auf geht's. Oder auch hier ein paar hundert Meter weiter gelaufen. Fußballplatz haben sie damals neu gemacht. Ist vielleicht 5 Jahre alt jetzt. Hier habe ich früher viel trainiert. 400 Meter Bahn. Tribüne da vorne. Also die legen schon viel Wert auf sportliche Aktivitäten, auf Jugendsport. Also das ist schon wirklich cool. Du kannst es hier einfach privat nutzen. Ist mega. Kommst hier rüber, läufst deine Runden, machst dein Workout und mehr. Ja, ich muss das sagen. Habe ich in der Türkei, in Alanya, 3,5 Jahre nicht gesehen. Okay, dann noch ein paar Punkte zum Verkehr. Fällt direkt auf. Kein Stress am Verkehr. Man kann hier ganz entspannt fahren. Wenn Zebrastreifen ist, klar, man guckt immer links und rechts. Aber es ist wirklich sehr entspannt. Du siehst hier die ganzen Streifen. Es wird alles eingehalten. Keine erhöhten Temperaturen sowieso nicht. Keine erhöhten Geschwindigkeiten. Für Fahrradfahrer ein absolutes Paradies. In Berlin habe ich mir sagen lassen, genau dasselbe. Also wirklich krass. Die fahren hier wirklich 50, wenn 50 ist. Hier stehen viele Blitzer natürlich. Die Leute wissen, dass das viel Geld kostet, wenn du geblitzt wirst. Eventuell der Führerschein weg ist. Und dementsprechend ganz ehrlich, aus meiner Erfahrung heutzutage, wirklich lieber so monotoner Verkehr, langsamer Verkehr, Schleichverkehr, aber dafür weniger Tote. Wirklich in Alanya so oft regelmäßig Unfälle gesehen am Verkehr und dementsprechend hier ganz entspannt. Hier kannst du fahren, hier ist kein Problem. Hier schaut jeder auf den anderen. Ich laufe hier, mache ein Video und jetzt ich filme mal nur den Hund. Da ist eine Dame, sie konnte es nicht fassen. Was wolltest du jetzt sagen? Ich wollte dir sagen, dass wir dich jetzt schon so lange verfolgen. Wir haben geguckt, gestern dein Video gesehen. Mensch, und richtig klasse. haben wir gesehen, du bist ja unser Nachbar und wir waren so erschrocken und hat mein Mann gesagt, oh mein Gott, beim Gassi gehen sehen wir ihn bestimmt. Und jetzt gehe ich Wahnsinn, Gassi und sehe dich und ich freue mich so, dass ich dich sehe. Ich habe ein paar Fragen an dich. Ja, gerne, können wir gleich klären. Ja, supi. Mega, also richtig krass. So klein ist die Welt. Okay, kurzes Update in Bezug auf Hunde-Gassi gehen für alle Hundebesitzer. Es ist auch hier ein Vergleich zu ziehen. Ich finde persönlich, es ist in Deutschland, jetzt speziell in Hamburg, mit dem Hund an der Leine, auch speziell natürlich sehr entspannt das Ganze. Weil ich muss keine Angst haben, dass hier irgendein Straßenhund, ein großer Hund, hier irgendwie mir entgegenkommt, Cookie anpackt oder sonst was. Habe ich jetzt so in der Türkei nur 2-3 Mal erlebt.
Aber das ist dann natürlich schon das eine Mal, eventuell ist es irgendwann zu viel. Das heißt, ich muss immer ein Auge auf Kugi haben eigentlich. Oder den Weitblick zumindest haben, damit ich das abschätzen kann, ob da Gefahr droht für den Hund oder nicht. Hier in Hamburg oder in Deutschland allgemein ist es ja so, dass die Hunde in der Regel an der Leine sind und dementsprechend unter Kontrolle. Wenn du einen großen Hund hast, kein Problem. Aber ein kleiner Hund wie der Cookie hier, Jack Russell, knapp 6 Kilo, das ist natürlich ein Opfer, ja, wenn da ein großer Hund kommt. Dementsprechend auch das ist ein Vorteil in Bezug auf Hunde Gassi bringen in Deutschland.